Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht heute nicht um diese klassische Steckdosenleiste mit Ein-Ausschalter, die ihr vielleicht auch schon zu Hause habt, beziehungsweise sehr wahrscheinlich sogar zu Hause habt, eine ähnliche mindestens mal, sondern es geht heute um smarte Steckdosen von der Firma Meros und da habe ich 3 Stück mal zur Auswahl hier bei mir zu Hause ausprobiert. Die will ich euch gleich einmal ganz kurz vorstellen und sie dienen alle unterschiedlichen Zwecken, von daher ist wahrscheinlich für die meisten von euch an irgendeiner Stelle für irgendeinen Anwendungszweck auch was dabei. Viel Spaß mit dem Video. Ja, bevor wir uns nachher die Produkte alle auch einzeln anschauen, vielleicht erstmal dazu, was ist denn bei allen gleich? Und das ist, dass sie Apple HomeKit unterstützen, dass sie Amazon Alexa unterstützen, dass sie den Google Assistant unterstützen und dass sie SmartThings unterstützen, sodass ihr quasi in vielen Universen unterwegs sein könnt und mit Sprache oder auch Apps durchaus hier ganz viele verschiedene Dinge schalten könnt. Ich zeige es euch auf den anderen Verpackungen nochmal, da gilt das Gleiche. Also insofern, das ist für alle gleich. Die einzelnen Funktionen, die hier gegeben sind, die sind eben nicht für alle gleich, sondern die sind durchaus unterschiedlich. Remote Access ist für alle da, Voice ist auch für alle da. Ihr könnt Updates natürlich auch draufladen, auch das ist, denke ich, klar. Ihr könnt ein Schedule machen, also sprich eine Zeitschiene, wann ihr wo schalten wollt. Ihr könnt das Ganze an die Wand bringen und so weiter und so fort. Die Angabe zur maximalen Leistungsfähigkeit, die ist natürlich nicht bei allen gegeben. Hier in dem Fall zum Beispiel bei den USB-Ports ist es so, dass da ein Wert draufsteht und was wichtig ist, alle 3, nicht alle 4, alle 3 Geräte funktionieren übrigens über Wi-Fi, nicht über Bluetooth oder ähnliches, ist natürlich für die Reichweite durchaus zuträglich. So, dann haben wir das erste schon mal durch, die Steckdosenleiste. Wie gesagt, die Details zu den einzelnen Produkten gucken wir uns dann nachher nochmal an. Hier dann die Outdoor-Steckdose, auch da werfen wir nochmal kurz einen Blick drauf. Ich denke, es dürfte klar sein, dass die mit der Zertifizierung auch für außen geeignet ist. IP44 ist die Zertifizierung. Das sollte also für den Außenbereich durchaus ausreichend sein. Ganz wichtig da natürlich, dass die Steckdosen dann auch entsprechend abgedichtet sind. Das gucken wir uns nachher aber nochmal im Detail an. Und das vielleicht der außergewöhnlichste Teil dieser 3 Produkte, das ist sicherlich dieses Produkt hier. Hier könnt ihr nämlich anhand der Temperatur die Steckdose schalten. Gibt da ganz viele verschiedene, man kommt vielleicht im ersten Moment nicht drauf, Anwendungsszenarien, die man nutzen kann, zum Beispiel ein Terrarium für eine Schlange oder ähnliches oder auch wenn ihr einen Käse macht, wo quasi die Temperatur gehalten werden muss und so weiter und so fort. Und ganz wichtig zu wissen, gerade wenn ihr im Bereich Heizung oder auch Kühlung unterwegs seid, 3680 Watt ist die maximale Output-Leistung von diesem Gerät. Ist natürlich auch klar, eine Heizung, die zieht ordentlich, deswegen macht das durchaus Sinn. Die Kabellängen seht ihr hier nochmal, die sind, glaube ich, jetzt für diesen ersten Eindruck mal nicht unbedingt relevant. Und die 3 Geräte wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Und wir legen los mit meinem persönlichen Highlight, denn wir haben ein Terrarium, welches quasi eine Heizung nach Temperatur steuert. Deswegen wäre das hier genau das richtige Produkt für unser Terrarium. Ihr könnt natürlich auch andere Dinge mal heizen, kühlen und so weiter und so fort. All das lässt sich natürlich auch machen mit diesem Temperatursensor, der dann eben über die Einstellung in dem Display diese Steckdose schaltet. Also insofern, so funktioniert das Ganze. Ja, Temperatur wird unter- oder überschritten, Steckdose wird geschaltet. So ist die Logik dahinter. Hier natürlich ganz wichtig, es ist zwar ein Display mit drauf, aber das Wichtigere ist natürlich nachher in der App, denn da könnt ihr viel mehr konfigurieren als hier auf dem Display und so viel, beziehungsweise das nehme ich schon mal vorweg. So, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist und natürlich wird nicht mehr drin sein als das Gerät an sich, denn es gibt ja kein Zubehör, kein Ladegerät oder ähnliches, haben wir ja alles mit dran. Wir versuchen es jetzt mal hier so raus, hier oben, die Wandhalterung hängt hier drin, dann müssen wir das hier, so. Ja, jetzt ist es raus, war nicht ganz so einfach, aber jetzt ist es raus. Ja. Das ist quasi die temperaturabhängig schaltende Steckdose, wenn man so will. Mit den 3 verschiedenen Kabelsträngen, einmal die Steckdose an sich, dann natürlich logischerweise der Temperatursensor. Hier seht ihr das gute Stück nochmal, der ist auch abnehmbar, also könnt ihr den auch versuchen irgendwo durchzumanövrieren, wenn das denn nötig ist. Das hier ist der Sensor, den ihr dann anbringen könnt, der dann eben halt diese Steckdose schaltet, je nachdem, was ihr hier oben im Display eingestellt habt. Wie das Ganze funktioniert und wie das vor allen Dingen auch in der App funktioniert, weil das ist noch viel einfacher, als es hier über das Display zu machen, zeige ich euch dann im Nachgang. Hier noch die Zuführung, welche dann ganz normal in die Steckdose gesteckt wird. Hier auf der Rückseite beziehungsweise hier oben noch die Halterung, mit der ihr dann das Ganze auch an die Wand bringen könnt. Preis ist 40 €, aus meiner Sicht erstmal ganz fair, fühlt sich gut an, passt.
Ja, das nächste ist die Outdoor-Steckdose, und zwar hier in dem Fall ein Zweifachstecker, wenn man so möchte, die auch beide oder beziehungsweise wo beide Steckdosen separat zu schalten sind. Gerade im Bereich Outdoor macht es natürlich durchaus Sinn, denn wenn ihr zum Beispiel das dann hinterm Gartenhaus oder wo auch immer verlegt habt, wo ihr halt nicht mal eben ein- und ausschalten könnt, macht es natürlich Sinn, wenn ihr das einfach mal eben über die App machen könnt oder halt auch zum Beispiel bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, auch das funktioniert über die App, zeitgesteuert funktioniert über die App und so weiter und so fort. Das ist alles kein Problem. So, hier fehlt jetzt noch die kleine Abdeckung. Die ist im Karton zurückgeblieben. Die zeige ich euch dann gleich, wenn wir uns das Gerät im Detail anschauen. Hier seht ihr dann die beiden Steckdosen. Ganz wichtig natürlich, dass die dann auch oben abgedichtet sind. Genauso wie hier dieser Schalter. Da kommt gleich dieser kleine Gumminüppel noch drauf, der im Karton verblieben ist. Ansonsten hier auf der Rückseite ja nichts Wesentliches mehr, sondern einfach nur die Anschlussbuchse. Und dann können wir hier das Ganze dann verbinden und gleich dann auch in der App schalten. Hier oben seht ihr dann auch noch die Moosgummi-Abdeckung, die dann halt dafür sorgt, dass das Ganze abgedichtet wird, und der Preis ist mit 25 € aus meiner Sicht durchaus erschwinglich und fair. Ja, und als letztes kommen wir jetzt zum Klassiker der smarten Steckdose, die Steckdosenleiste. Und hier können natürlich glücklicherweise alle 4 Steckdosen gleichzeitig auch oder beziehungsweise einzeln geschaltet werden. Die USB-Ports lassen sich nur in Summe schalten, aber 4 Stück ist auf jeden Fall ja schon mal eine Hausnummer. Da kann man definitiv einige Geräte mit versorgen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Einmal hier raus aus der Verpackung. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall sicher verpackt. So viel kann man schon mal erkennen. Dann nehmen wir den Pappschutz hier unten auch noch weg, ziehen einmal die Steckdosenleiste raus und sehen dann jetzt hier, dass das Ganze sogar noch mit Folie umzogen ist, damit es halt auch optisch ansprechend zu euch kommt. So sieht der ganze Spaß aus, in weiß gehalten. Wie gesagt, hier sogar noch mit Folie geschützt, damit keine Kratzer drauf kommen. Fühlt sich auch gut an, da knarzt nichts. Der Druckpunkt hier von der Taste, die das Ganze ein- und ausschaltet, ist auch gut. Links sehen wir die 4 USB-Ports. Die lassen sich, wie gesagt, nur in Summe schalten. Die 3 Steckdosen, oder vielmehr die 4 Steckdosen, Entschuldigung, die lassen sich auch alle einzeln schalten. Ja, ansonsten macht das erstmal hier einen wertigen Eindruck, würde ich sagen. Bedienungsanleitung brauchen wir hoffentlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sich das gleich relativ schnell mit der App erklärt hat. Ist aber auch auf Deutsch vorhanden, also wenn ihr da Nachlesebedarf habt, könnt ihr durchaus nachlesen. Knapp über 40 €, das finde ich jetzt okay, vielleicht nicht ganz preisgünstig. So, jetzt aber genug der Theorie, jetzt gucken wir uns wirklich mal die Funktion an, und wie vorhin schon gesagt, die Qualität von allen 3 Produkten ist aus meiner Sicht gut. Ich habe jetzt hier diesen Gumminüppel auch noch drauf gemacht, der scheint beim Versand dann entsprechend losgegangen zu sein. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, hier diese leichten Moosgummi-Abdeckungen, um die Steckdose dann auch entsprechend Feuchtigkeit geschützt draußen zu haben. Das macht einen guten Eindruck. Die Federn sind auch gut, also sprich die Federn gut zurück. Ihr könnt beide Steckdosen separat schalten, über den mittleren Button nur beide gleichzeitig, über die App dann gleich, und das zeige ich euch gleich dann auch nochmal, könnt ihr aber auch beide Steckdosen separat schalten. Das ist vielleicht ja nochmal ganz wichtig zu wissen. So, jetzt gucken wir einmal rein in die App, denn hier seht ihr, ich habe alle 3 Produkte schon hinzugefügt. Das Hinzufügen geht so einfach, das habe ich jetzt euch mir hier erspart. Dann sehen wir hier, wir haben den Outdoor-Plug und können hier über die beiden Buttons jetzt quasi beide verschiedenen Steckdosen separat schalten, so wie ihr es denn gerne haben wollt. Das ist zunächst mal das eine, dann gehen wir hier nochmal drauf und dann können wir hier in den Einstellungen auch noch konfigurieren. Wir können ein Bild hinterlegen, wir können Gerätenamen einschalten, wir können die LED ausschalten, falls euch das irgendwie stören sollte, dass in der Mitte die LED an ist, das geht auch. Gebrauchsanweisung dürfte, denke ich, klar sein. Die Zeit und Zeitzone kann man hinterlegen, den Standort kann man einstellen. Das ist dann zum Beispiel für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, WLAN, Signalstärke und so weiter und so fort. Das lässt sich hier dann alles konfigurieren. Spannender wird aber fast noch, achso, hier haben wir noch das mit dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem Foto. Hier könnt ihr ein Foto hinterlegen. Und dann spannend wird es aber tatsächlich bei den Routinen, denn hier könnt ihr jetzt das Ganze dann auch wirklich smart nutzen, zum Beispiel mit einem Zeitplan oder auch mit einem Timer, wie auch immer ihr es gestalten wollt. Mit einem Zeitplan, der sich nach dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang richtet, was vielleicht bei Outdoor-Steckdosen durchaus Sinn macht. Ja, wenn ihr eine Beleuchtung damit steuert oder ähnliches, kann das ja durchaus auch mal Sinn machen. Also insofern aus meiner Sicht, und ich habe es auch mal mit ein bisschen Wasser probiert, das scheint dicht zu sein. Ich habe es natürlich jetzt nicht komplett unter Wasser gehalten und so weiter und so fort, ist bei IP44 auch gar nicht gegeben. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, wirkt wertig, und für den Preis würde ich hier in dem Fall denken, auf jeden Fall ein Produkt, was für mich in Frage käme, so ich denn eine Outdoor-Steckdose brauchen würde. Wir machen weiter mit der Mehrfachsteckdose, mit den 4 Steckdosen bzw. auch 4 USB-Ports.
Hier seht ihr, und ich hoffe, man erkennt das, da ist eine LED dran, die zeigt, dass ihr halt hier eben nur alle gleichzeitig schalten könnt. Hier sind 4 LEDs oben drüber, bedeutet also auch, die könnt ihr alle einzeln ausschalten. Hier über den Schalter, logischerweise geht die ganze Leiste an und aus. Spannend wird auch hier dann gleich natürlich das in der App, weniger jetzt unbedingt das über den Schalter. Hier auf der Rückseite noch Halterung, sodass man das Ganze auch an die Wand verschrauben kann. Auch das natürlich ganz sinnvoll, wenn ihr das irgendwo an der Wand unterbringen wollt oder ähnliches, dann passt das. Auch hier knarzt nichts, fühlt sich gut an, sollte alles kein Problem sein, ist vom Gewicht her auch relativ leicht. Von der Größe her finde ich, zwischen den USB-Ports und den Steckdosen hätte man es etwas schmaler gestalten können, aber da wird wahrscheinlich einfach die Technik dahinter stecken. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. Auf der ersten Oberfläche könnt ihr hier tatsächlich nur die gesamte Steckdosenleiste ein- und ausschalten. Dann geht ihr aber in die Details und seht jetzt hier, dass ihr auch alles einzeln schalten könnt. Das ist natürlich das, was der Reiz ausmacht, denn ihr wollt ja nicht die ganze Steckdosenleiste schalten, sondern eben einzelne Ports, beziehungsweise bei den USB-Ports ist es wahrscheinlich so, dass man nur alle ein- und ausschaltet. Ich kann es gar nicht so richtig beurteilen, aber wahrscheinlich macht das schon Sinn. Aufbau der Einstellungen ist ähnlich. Auch hier wieder die LEDs, die ihr ein- und ausschalten könnt. Dann erlischen diese kleinen Punkte, die ihr hier oben drüber seht. Das ist natürlich gerade, wenn es zum Beispiel im Kinderzimmer oder ähnlichem ist, macht es durchaus Sinn, dass man das ein- und ausschalten kann. Im unteren Bereich ist es dann ähnlich zu dem, was wir gerade eben schon gesehen haben. Standort, WLAN-Signal und auch das HomeKit-Setup lässt sich hier steuern. Auch hier gilt natürlich, ihr könnt über die Routinen das Ganze im Detail steuern. Zum Beispiel über einen Timer sozusagen, und das auch für alle Komponenten einzeln. Und das wiederum finde ich ganz spannend. Macht natürlich auch nur Sinn, dass man die einzelnen Teile separat steuern kann und nicht nur die ganze Steckdosenleiste. Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Wenn ihr 4 Steckdosen und gegebenenfalls noch USB-Ports braucht, dann ist das wahrscheinlich was für euch in Frage kommt. Über WLAN reicht es halt auch wirklich sehr weit, also sprich, ihr seid nicht auf Bluetooth oder ähnliches angewiesen, was auch noch ein Pluspunkt ist. Ja, und wir schließen mit dem Produkt, welches natürlich den meisten Konfigurationsaufwand mit sich bringt, denn über diese Temperatursteuerung könnt ihr hier halt sehr viel konfigurieren, von Heizen, von Kühlen und so weiter und so fort. Über all diese Komponenten lässt sich das Ganze einstellen. Zeige ich euch gleich, geht sowohl an dem Gerät an sich, womit ihr dann halt eben diese Steckdose schalten könnt, als auch über die App. Gucken wir uns erstmal die Schaltmöglichkeiten an dem Gerät an sich an. Hier oben seht ihr das Display. Oben wird die aktuelle Temperatur angezeigt, dann die Schalttemperatur und dann der Toleranzbereich, in dem das Ganze arbeiten soll. In dem Fall hier 1 Grad Toleranz, was dann bedeutet, dass das Ganze schaltet eben nicht nur bei 23 Grad, sondern schon bei 22 Grad. So, wir sehen jetzt hier oben, ich hoffe, man erkennt das, dass gerade der Heizmodus eingeschaltet ist und wir können jetzt hier durchschalten vom Kühlmodus über Timer und so weiter und so fort. Also die Grundfunktionalitäten, die wir nachher auch über die App konfigurieren können, können wir zum Teil auch hier über die Bedienung konfigurieren. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen hakelig. Wenn man genau weiß, was man machen muss, ist es okay. Für mich, der ich das Ding jetzt hier ein paar Stunden benutzt habe, ist es immer noch ein bisschen hakelig und ich würde es immer über die App machen, weil ich es viel, viel einfacher finde. Die Temperatur, ab der geschaltet werden soll, die lässt sich aber hier unten mit dem Knopf relativ einfach konfigurieren. Das wiederum finde ich auch wichtig, dass man gegebenenfalls am Gerät mal kurz die Temperatur ändern kann. Das macht ja absolut Sinn, dass man das dann eben auch ohne die App konfigurieren kann. Ja, aber apropos App, wir gehen jetzt auch direkt mal in die App, denn wie gesagt, die Schaltung oder beziehungsweise die Bedienung über die Knöpfe hier unten macht für mich nicht so viel Sinn. Oben der Aufhänger dann schon deutlich mehr Sinn, damit könnt ihr das Ganze dann an der Wand verschrauben. So, jetzt gucken wir auch hier nochmal in die App rein, sehen hier zum einen mal das Widget und dann auch die Einstellungsmöglichkeiten, die sich in der App ergeben. Und ihr seht schon, der Aufbau ist ein anderer als bei den anderen beiden Produkten. Hier lässt sich halt tatsächlich deutlich mehr einstellen. Zum einen natürlich könnt ihr hier die gemessene Temperatur ablesen. Ihr könnt hier oben die Temperatur einstellen, ab der oder bis zu der geheizt werden soll sozusagen. Ihr könnt eine Vorkonfiguration vornehmen, also sprich Standardtemperaturen, zwischen denen ihr dann relativ schnell hin und her springen könnt ihr einstellen. Ihr könnt einen Zeitplan konfigurieren. Der lässt sich natürlich dann auch gleich in den Zeiten einstellen. Unten das Ganze ein- und ausschalten, dürfte, denke ich, klar sein. Hier dann nochmal die Timer-Funktionalität, einmal mit einem Countdown und auch mit einem Zyklus, also so dass ihr da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten habt, wann was wie geschaltet werden soll. So, wir können jetzt gerade nicht zwischen Aufwärmen und Kühlen umschalten, weil oben noch Zeitplan aktiviert ist. Deswegen gehen wir jetzt einmal hier über den Komfort wieder rein.
und können dann eben auch umstellen hier zwischen Aufwärmen und Abkühlen. Ist natürlich davon abhängig, was für ein Gerät ihr angeschlossen habt. Damit entscheidet sich dann natürlich, was sinnhafterweise hier verwendet werden sollte. Kindersperre ist dazu da, um die Tasten zu deaktivieren, dass niemand dann manuell da an dem Gerät rumfummeln kann. Der Differentialwert, hatten wir vorhin schon gesehen, ist der Temperaturbereich, in dem gearbeitet werden soll, sodass dann eine gewisse Temperaturtoleranz um euren Zielwert herum gebildet wird. Zeitplan ist das, was wir vorhin schon aktiviert hatten, zu welchem Zeitpunkt soll was, wann, wie geschaltet werden. Die Voreinstellungen, die wir gerade eben schon gesehen haben, lassen sich natürlich auch konfigurieren, wenn ihr sagt, ihr braucht weniger oder mehr für die einzelnen Komponenten. Ihr könnt zwischen Celsius und Fahrenheit umstellen und ihr könnt auch den Kontrollbereich einstellen, falls ihr sagt, ihr wollt noch weiter oder noch weniger weit da entsprechende Temperaturen messen. Ja, das ist es schon, aber hier natürlich über die App deutlich mehr zu konfigurieren als bei den anderen beiden Geräten, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und aus meiner Sicht, wenn ihr dafür einen Anwendungszweck habt, Terrarium, ihr wollt heizen damit, was vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist, aber zum Beispiel auch kühlen, oder ihr habt eben einen Temperierbereich, wo ihr einen Weinkühlschrank oder ähnliches habt, womit ihr das nutzen könnt, da macht es halt absolut Sinn und macht aus meiner Sicht auch einen guten Eindruck. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem kleinen Video angekommen. Ich habe euch jetzt 3 Komponenten vorgestellt, die durchaus unterschiedliche Funktionen bedienen. Zum Beispiel für außen haben wir gesehen, wir haben die Temperatursteckdose gesehen, die vielleicht eher etwas spezieller ist. Insgesamt muss man sagen, dass die Qualität der Produkte aus meiner Sicht wirklich gut ist. Da knarzt nichts, das ist alles gut verarbeitet, das lässt sich gut stecken. Die Druckpunkte von den Tasten sind absolut in Ordnung. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass bei der Outdoor-Steckdose der weiße Schalter quasi etwas besser befestigt ist, aber ansonsten die Kabelqualität und so weiter und so fort, das passt aus meiner Sicht. Halterungen sind mit dran, das vielleicht auch nochmal wichtig bei einzelnen Komponenten. Die App ist eher etwas rudimentär aufgebaut, bietet aber aus meiner Sicht alle Funktionen, die ich auch erwarten würde. Falls ihr noch Funktionen habt, die euch fehlen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, würde mich mal durch interessieren, was ihr da noch zusätzlich benötigen würdet. Denn aus meiner Sicht reicht das, um Steckdosen vernünftig schalten zu können, insbesondere da man ja auch noch Möglichkeiten hat wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Für mich wichtig, dass das Ganze per WLAN angebunden ist. Dadurch habt ihr eine größere Reichweite als nur Bluetooth. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde sagen, ich kann die Produkte empfehlen. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Danke euch fürs Zusehen und am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.